Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Hemos pillado una vez más a Iru Landucci en otra de sus afirmaciones paranoicas. En esta ocasión, deja caer de que la ISS, con sus 150 camas que tiene, que no hay ninguna grabación, que empieza a grabar desde dentro y se asome a la cúpula para enfocar a la Tierra. Así tan alegremente. Y continúa de que, porque simplemente, afirmando de que no están en el espacio, que están grabando desde la Tierra. Así que bueno, os voy a deleitar después de este vídeo con unas imágenes que creo que no van a dejar a Iru Landucci en muy buen lugar, pero antes, para que lo escuchéis con vuestros propios oídos, os voy a poner lo que él dijo. Aquí no hay trampa ni cartón. Que no hace el discurso como lo hace Obama, el discurso se lo prepara otra gente también, entonces ya la otra gente también está al tanto de todo esto. Entonces, si toda esta gente está al tanto y tienen que salir a ridiculizar a este nivel, cuando podrían agarrar una filmadora de las 150 cámaras que tienen la ISS, ir hasta la sección de la cúpula, apuntar para abajo en tierra y cerrarnos la boca a todos. Y bueno, hay que hacer una campaña para exigirnos, es porque no lo pueden hacer, porque no. Bueno, ya habéis oído su parida, ¿no? Pues ahora os voy a poner unas imágenes que creo que efectivamente les van a cerrar la boca a todos. Que las disfrutéis. Bagno e soprattutto dove c'è la nostra finestra sul mondo. La cupola. Il nodo 3, come tutti gli altri nodi, ha molti elementi connessi ad esso, ma in particolare il nodo 3 è importante perché ha un elemento agganciato che guarda verso la Terra, che è forse il luogo preferito da tutti gli astronauti. Si chiama cupola, è stato costruito in Italia e lo vedete alle mie spalle. In questo momento l'alba sta sorgendo, un'alba spaziale, e come potete vedere è una finestra straordinaria formata da 7 finestre che guardano tutte verso la Terra a 360 gradi. Io adesso volo, mi avvicino dentro. Quella che vedete è la Terra, con uno dei pannelli solari della stazione da cui riceviamo tutta la nostra energia. La visione della finestra centrale. E il panorama a 360 gradi della nostra cupola. Could see, and it's usually pretty sunny out there, so we have to wear our sunglasses, and this is our sunglasses right here, which make you look pretty cool. It's like a glass-bottom boat. This is the cupola. It sticks down below the space station. It's one of those places you find yourself hanging out in all the time because all you want to do is look back at our planet. I think some questions I had were about what do you do in your free time? And you can't help but want to just come to the cupola and look outside as much as you can. And a lot of folks, I play this game with myself about where we're flying over the Earth. Try to come in here and just guess. After being here for a little while, you can sort of figure it out. You can tell different cloud types over different continents. You can tell different soil types over different continents. So let's see. And then, of course, there's a lot of ocean. So usually we're over the ocean at first glance. I will tell you in just a moment where we are. There we go.
Oh, right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell, but we're right over the continent of Africa. Hey, what's that? I think that's a Soyuz spacecraft. That's the spacecraft that's taken us home to planet Earth today. Oh my gosh, we might have to go take a look at that. That's pretty cool. It's a little bit smaller than the rest of the spacecraft, the space station, so you'll see if we go there, it'll be a little bit more crammed. But we're going, you can look all the way back to the back of the spacecraft, which is where the Russian segment is, and then you could look all the way forward to the front of the spacecraft, where the Japanese laboratory, the European laboratory, and the American laboratory are, and then back to the solar arrays where we started this morning when we were looking out the Japanese window. So other questions that were here are, what would you recommend as a job, if so, and to what type of person would want to be an astronaut? I think people who would like to explore, of course people who like math and science, that's what this is all about. We have people in the office who are doctors, teachers, veterinarians, engineers, pilots, so all sorts of people become astronauts, and I think if you see it's just sort of cool, so I think. We're back in node 3. Gonna head nadir into the cúpula. Got some sunlight now. And this is our best viewing spot on the world. Come on in. Straight out of the way. Very good. You see we have full of cameras up here. And of course, robotic workstation, just like in the lab. And there's the beautiful Earth. So we can hang out. You see the arm? I don't know if you can see the arm there. It's set up. It's on the top, or sorry, on the bottom of node 2. It's connected to it right there. And that's the position that we use to grapple the cargo vehicles, SpaceX and Cygnus and HTV. And it goes in right on node 2. Just a little bit forward of where it's grappled to node 2 is where we berth those vehicles. And if you come right here, then you can see to the right is the Japanese, the GEM, which we'll go to shortly, along with the exposed facility out there. That's part of the Japanese motors too. When we have experiments that are outside, and we have a Japanese arm that can move those around and do work on those. You can see right now, if a little bit more to the right, you'll see actually a launcher that we've been launching small satellites off of right there, which is kind of cool. That's kind of nice to watch those go by. If you go back to the left over here, you're going to see the PMM, which is our storage vehicle. It's right there. Made by the Italian Space Agency, as you can see, Hazy. As you go farther aft, you'll see first is a Progress.
No, that's my spaceship. It is. That is Tonto's Progress right there. Oh, it's a Soyuz. I know that. I was giving you a hard time. He's a cargo, so no, it is a Soyuz. It is a Soyuz because it says so on there, and it is it's the one that the 39S crew came up on, and then behind that is a Progress, and not just a Russian cargo vehicle. And as you go around, that's pretty much what you can see out here. You got solar arrays, of course, on each side. If you go over this side, all the way over, you can see the solar array on the port side. Here's you kind of view what it is like from outside out here on the station. But this is the best part out here, though, is looking down at Earth. We try to do that as much as possible. Unfortunately, we don't get near as much time as we'd like. They make us do work. Let's go on back. What we're gonna head to the gym because we missed that at the beginning. So we'll head there, and then we finish up the USOS segment. Do a lot against it. Now, and then the final part, which is the most beautiful thing of the station for your free time, but also for work with robotics or visiting spaceships, is the cupola. And it's pointed downwards, but for us it's upwards. And this is a fantastic place where we have 360 degrees view of the planet. You will see a lot of cameras here because you can imagine that it's nice to take pictures and to film our beautiful place. So we open some shutters because we want to protect the windows as much as possible from the outside and possible debris, and then we can have a fantastic view. So here we see our Soyuz, and behind it the Progress that we just visited both. And if you look down, you see the Russian segment, and on the end you see the automated transfer vehicle at the very end, where we also were. If we turn it around, we see the PMM, which is the cellar that we saw, and here we see the front of the space station with left Columbus, here the US lab in the middle, and on the other side we see the gem with the external platform, and here we see part of the truss with the big solar panels. And if you look straight up or down, and I think we are looking yes at the Amazon, great view. Okay, so we go down from cupola and then we finish our tour. I hope you liked it. It's a great space station, beautiful, a lot of different things to show, and it's great to float around here. Everything's floating around you, and a beautiful view. So I hope you liked the tour. I hope it's a bit clear. Even I get confused sometimes, so yeah, it's an interesting place. Service-Module, um Italien zu fotografieren. Das heißt, wir schweben jetzt am besten mal in die Cúpula und schauen uns Italien an. Ja, es ist frei, das ist schon mal immer ein gutes Zeichen. Es ist natürlich oft so, dass man hier hochkommt und jemand schon da ist. Dann lässt man dann natürlich seinen Platz. Ja, das ist mit Abstand mein Lieblingsmodul hier. Mein Lieblingsort auf der Raumstation, weil man hier wirklich freien Blick rundum auf die Erde hat. Hier sieht man direkt, wo wir sind. Das heißt, wir sind noch nicht ganz über
Italien, England, Irland kommt jetzt erst in unser Blickfeld. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich mache hier einfach mal einen Rundumflug. Ich hoffe, dass das fokussiert. Er hat hier einen einzigartigen Rundumblick über den ganzen Horizont und auch direkt nach unten. Ja, jetzt kann man definitiv sagen, dass das hier mein Lieblingsmodul ist. Großartig hierher zu kommen und einfach nach unten zu schauen, auf die Erde. Der Trick eigentlich hier reinzukommen ist der, dass man nicht immer mit dem Kopf nach unten dastehen sollte, sondern dass man hier mal reinkommt und sich tatsächlich so reinklemmt, dass man quasi ganz in der Cúpula drin ist und dann richtig rum auf die Erde schauen kann. Und wenn man dann so um sich rum schaut, kriegt man plötzlich einen ganz anderen Eindruck von der Erde. Das sieht jetzt so aus, als ob ich tatsächlich ganz frei schwebend über diesen Planeten. Das sieht jetzt so aus, als ob ich komplett frei schwebend über diesen Planeten dahin rase, ohne Fenster um mich rum, die kann man sich wegdenken quasi, weil man einfach diesen grandiosen, weiten Rundumblick hat. Ich hoffe, das funktioniert so. Ja, das Beste ist, wenn man hier reinkommt und das Beste ist, wenn man hier reinkommt und dann nicht wie fast immer mit dem Kopf nach unten stehend quasi in dieser Cúpula verweilt und um sich rumschaut, sondern das Beste ist, wenn man hier reinkommt und sich in die Cúpula reinlegt, wenn man nicht einfach nur mit dem Kopf nach unten stehend um sich rumschaut, sondern wenn man komplett seinen ganzen Körper hier reinbringt, wie ich jetzt im Moment, und dann so um sich rumschaut, dann sieht man plötzlich die Erde nicht mehr auf dem Kopf und man sieht auch diesen riesigen, gekrümmten Horizont um einen rum und kriegt so einen viel besseren Eindruck, wie hoch wir gerade über der Erde dahin schweben und wie riesig dieser Planet eigentlich ist, von hier aus gesehen, aber wie klein er dann doch ist, wenn man ein bisschen weiter weg ist. Das hier ist tatsächlich wirklich meine absolute das hier ist tatsächlich wirklich mein absoluter Lieblingsort. Und wenn man jetzt hier noch Musik anmacht und sich so ein bisschen abkoppelt von der Außenwelt und einfach nur nach unten schaut und sich überlegt, wie besonders das eigentlich ist, dass wir hier gerade sind, dass nur 6 Menschen im Moment sich im Weltraum befinden und alle anderen da unten auf diesem Planeten. Und auf diesem Planeten hat sich die gesamte Geschichte der Menschheit abgespielt, von Einzellern über Dinosauriern bis zum Homo sapiens. Und das ist eine krasse Vorstellung, dass die gesamte menschliche Geschichte sich da unten abgespielt hat. Unglaublich. Einen kleinen blauen Planeten, der durchs schwarze Universum rast. So, man sieht so langsam Europa näher kommen. Und wenn ich es recht
verstehe, dann ist unter uns schon Frankreich. Heute schwer zu erkennen, weil Wolken über Europa liegen, ziemlich viele. Ja, das ist noch Teil von Großbritannien und dann kommen wir über Frankreich hinweg. So ein paar, jetzt sehe ich ein paar Flecken über Deutschland sind offen. Man sieht Köln ganz eindeutig immer daran, dass direkt westlich von Köln sich so riesige Braunkohletagebau dass sich westlich von Köln immer so riesige Kohleabbaugebiete befinden, die größer sind als die Stadt selbst. Und ja, von hier oben ein riesiger, brauner, eigentlich hässlicher Fleck sind. Mir war nie klar, von Köln aus gesehen, wie nah wir diesen Abbaugebieten sind. Und ja, was das eigentlich für hässliche Flecken in der Landschaft sind. Aber natürlich müssen wir uns dabei überlegen, dass wir alle Energie verbrauchen und dass wir eben diese Kohle eben im Moment noch brauchen. Aber aus meiner Sicht, von hier oben sieht das nicht wirklich wie eine nachhaltige Form der Energiegewinnung aus. Ich nehme an, da würden auch wenige Menschen widersprechen. Ja, es ist vielleicht wirklich Zeit, dass wir mehr Aufwand in das Suchen von neuen Energien stecken. In das Suchen von Energien, die unseren Planeten nicht so sehr belasten. So, Köln ist jetzt direkt unter uns. Ja, meine Heimatstadt. Viele meiner Freunde leben da. Meine Wohnung ist genau da unten. Hierhin werde ich zurückkehren. In 7 Tagen direkt von Kasachstan aus. Bonn sieht man gleich daneben. Und den Rhein, den Lauf des Rheins. Ludwigshafen, Mannheim. Ja, und hier sehe ich direkt auch meine Heimatstadt, Künzelsau. Die habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Die ist wirklich schwer zu erkennen, aber hier sieht man tatsächlich das Hohenloher Land. Ich sollte eigentlich mal ein Bild machen. Die habe ich schon lange nicht mehr fotografiert. So ein bisschen Hochnebel. Na, ist wahrscheinlich nicht das beste Bild gerade im Moment. Ich drehe die Kamera mal so, dass Süden unten ist. Und man kann es wirklich gut erkennen. Schöne Kochertal. Und schon sind wir weiter über den Alpen. Italien, Norditalien. Da waren in den letzten Tagen riesige Smogwolken gehangen, die haben sich so ein bisschen aufgelöst. Aber die sieht man wirklich deutlich. Das ist unglaublich, wie man das von hier oben aus erkennen kann. Ich war erst erschrocken, als ich das gesehen habe. Das war nicht so klar, was das eigentlich ist. Und man sieht diese Smogwolken, die sind jetzt rausgedriftet aufs Mittelmeer, in die Adria. Da befinden die sich jetzt. Interessant. Sind auf dem Weg rüber nach Griechenland, wo sie bald ankommen werden. Und dabei sieht man auch, wie alles zusammenhängt hier, dass man nicht einfach nur sein eigenes Wetter anschauen kann und das als abgeschlossenes System sehen kann. Und das gleiche gilt fürs Klima und eben auch alles, was man in unser Klimasystem reinpumpt. Alle Verunreinigungen, alle Umweltverschmutzung, all das ist ein globales System. Alles hängt mit allem zusammen. Und wenn man das System nicht als solches begreift, dann kann man es nicht begreifen. Interessant zu sehen, dass über Griechenland schneebehangene Gipfel das ist Jugoslawien, schneebehangene Gipfel sind. Dann sieht man, dass der Winter tatsächlich hier schon anfängt. Ich muss unbedingt ein paar Bilder davon machen. Kommen jetzt Richtung Kaukasus.
Ja, sieht man tatsächlich, wie der Winter angefangen hat hier. Das habe ich noch nie gesehen in dieser Region. So viel Schnee. Wir sind schon über der Türkei jetzt. Und selbst hier alles schneebedeckte Gipfel schon. Na, jetzt kommen wir über Griechenland. Nee. Das ist schon Türkei. Genau, Türkei. Manchmal stimmt die Karte nicht ganz überein, die wir hier an Bord haben, mit der Realität. Und man kann an so Tagen wie jetzt, wo Wolken sind, kann man schon ganz schön desorientiert werden. Es ist nicht ganz einfach, immer zu sehen, wo man ist. An anderen Tagen sieht man plötzlich alles ganz deutlich. Ja, wenn man diese schneebedeckten Berge so sieht. Ja, wenn ich diese schneebedeckten Berge hier so sehe, dann realisiere ich erstmal, dass ich hier ein halbes Jahr verbracht habe auf dieser Raumstation. Ja, wenn ich diese schneebedeckten Berge da so sehe, dann realisiere ich erstmal wieder, dass ich ein halbes Jahr auf dieser Raumstation verbracht habe. Als wir abgeflogen sind, war noch nicht mal Sommer, war noch Frühling. Und jetzt I got it, Alex. ist schon Herbst. What's that? What did you get? Nice! Reed hat die Ferrari-Fabrik fotografiert, sehr gut. Hier ist ein Vulkan, das könnte Elbrus sein. Nee, zu klein dafür. Ja, wenn ich das hier so sehe, diese schneebedeckten Berge in Europa, dann realisiere ich erstmal, dass ich ein halbes Jahr hier oben verbracht habe, dass ich seit Mai hier oben bin, als noch Frühling war. Und jetzt ist Herbst, jetzt ist November. Hier oben ist ja immer die gleiche Jahreszeit, das heißt, man blendet das irgendwie aus, aber tatsächlich da unten auf der Erde ist ein halbes Jahr vergangen. Sommer ist gekommen und gegangen, ist jetzt vorbei, jetzt ist Herbst. Und in den Herbst werde ich wieder zurückkehren. Ich habe den Sommer quasi verpasst, aber im Moment erscheint mir das egal, weil ich habe Lust, Natur zu sehen. Das ist das, was ich gerade irgendwie brauche. Egal, ob es ein Niesel, Schnee, Matsch, Regen ist oder Sonnenschein. Ich möchte Natur wieder erleben. Gut, vielleicht ändere ich. Kurz vor Sonnenuntergang hat man hier in der Cúpula immer die Chance, sich so ein bisschen die Sonne ins Gesicht scheinen zu lassen. Ein bisschen Wärme auf der Haut tut gut. Also wenn die Sonne ganz flach steht, dass sie so quasi von unten schon an die Raumstation, dass sie quasi von unten auf die Raumstation scheint. Das sind nur ein paar Minuten vor Sonnenuntergang und ein paar Minuten nach Sonnenaufgang, wenn man das hat. Und das ist zwar sehr grell hier dann in der Cúpula, das heißt man sieht nicht wirklich viel. Und es sieht nicht so wirklich beeindruckend aus.
Das ist dann sehr grell in der Cúpula und man sieht nicht wirklich viel, außer die grelle Sonne. Aber es fühlt sich toll an auf der Haut. So das bisschen Natur, das wir uns hier, das bisschen Wetter, das wir hier genießen. Oh, the airlock's all shut down, so I'm not even going to go in there. And I think node 3 is behind me. They're also looking at whether the ball cross the line and whether... Looks like the sun's just coming up. We'll pop down to the cupola real quick. Hello, Earth. El discurso como lo hace Obama, el discurso se lo prepara otra gente también, entonces ya la otra gente también está al tanto de todo esto. Entonces, si toda esta gente está al tanto y tienen que salir a ridiculizar a este nivel, cuando podrían agarrar una filmadora de las 150 cámaras que tienen la ISS, ir hasta la sección de la cúpula, apuntar para abajo en tierra y cerrarnos la boca a todos. Y bueno, hay que hacer una campaña para exigirlos, es porque no o para pueden que hacer, porque no están en el espacio. a la ISS.